Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles Rezept für ein Erdnusshähnchen bzw. Hähnchen mit Erdnusssoße. Dafür bereiten wir zunächst die Soße vor, ein kleines Stück Ingwer sowie 2 Knoblauchzehen schälen bzw. abziehen und dann mit einer Reibe fein reiben, in eine Schüssel geben. Außerdem kommen noch ein Teelöffel Sambal Oelek und ein gehäufter Teelöffel Currypulver dazu, den Saft einer Limette dazu gießen, eine Dose Kokosmilch, dann noch Sojasauce, so 4 bis 5 Esslöffel, eine kleine Prise Salz, etwas frisch gemahlener schwarzer Pfeffer und jetzt mit einem Schneebesen alles einmal gut miteinander verrühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und dann kurz zur Seite stellen. Weiter geht's mit dem Hähnchen. Dafür eine Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, die Hähnchenbrustfilets in die Pfanne geben. Ihr könnt die Hähnchen im Ganzen anbraten oder aber ihr schneidet Würfel oder Streifen und macht daraus ein geschnetzeltes, das ist auch möglich. Das Fleisch jetzt schon mal mit etwas Salz und Pfeffer würzen und dann bei mittlerer Hitze für ein paar Minuten anbraten, bis die Unterseite eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Die Hähnchenstücke anschließend einmal wenden, nochmals mit etwas Salz und Pfeffer würzen und weitere 4 bis 5 Minuten anbraten, bis die Unterseite ebenfalls schön gebräunt ist. Das Fleisch danach aus der Pfanne heben, kurz zur Seite stellen und jetzt die vorbereitete Soße in die heiße Pfanne gießen. Außerdem einen richtig schön gehäuften Esslöffel cremige Erdnussbutter dazugeben. Die Soße einmal unter Rühren aufkochen, dabei die Erdnussbutter schmelzen lassen, alles kurz köcheln lassen und dann kommt das Fleisch wieder zurück in die Pfanne. Die Hitze jetzt auf niedrige bis mittlere Stufe reduzieren und das Fleisch mit geschlossenem Deckel in der Soße für ein paar Minuten gar ziehen lassen. Währenddessen schneide ich noch etwas Koriander für die Garnitur. Alternativ könnt ihr hier auch Petersilie verwenden, wenn ihr keinen Koriander mögt. Und dann müsste das Hähnchen fertig sein. Auf keinen Fall zu lange köcheln lassen, nicht, dass das Fleisch zu trocken wird. Und dann können wir servieren. Als Beilage gibt es gekochten Reis. Das Hähnchen neben dem Reis anrichten, Erdnusssoße drüber geben, alles mit fein gehackter Petersilie oder Koriander garnieren und danach wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.